Herzlich willkommen zu Gerrits Tagebuch. Letztes Mal haben wir ein bisschen Bilder sprechen lassen. Diesmal haben wir uns entschlossen, dass ich doch wieder ein bisschen mehr erzähle. Zum Beispiel, wir sind mit der Begrünung fertig. Die Begrünung bedeutete für uns, dass wir sämtliche elektronischen Verbraucher abmontieren müssen, weil wir mit einem elektrostatischen Gerät die Begrünung machen, damit die Grashalme schön senkrecht stehen. Das hat auch ganz gut funktioniert, zumindest über der Anlage, denn das Grün ist fertig, satt und vorhanden. Unter der Anlage gab es tatsächlich ein paar Probleme. Wir haben uns ein paar elektronische Verbraucher zerschossen, wie wir sagen. Das blieb aber alles einigermaßen im Rahmen, außer ein kleines Desaster, nennen wir es mal so. Die Leuchtdioden in der Startbahn. Alle waren abgekabelt, es gab keine Platinen, die diese ansteuerten. Eigentlich hätte nichts passieren dürfen. Das Aluminiumgestell von unserem Startkatapult war geerdet. Warum jetzt fast 200 Leuchtdioden kaputt gegangen sind, wissen wir nicht. Aber dadurch, dass sie kaputt gegangen sind, haben wir wieder ein sehr beliebtes Thema, was wir diskutieren müssen, nämlich den Eröffnungstermin. Genau sowas ist ein Beispiel dafür, dass man diesen Eröffnungstermin eigentlich gar nicht planen kann, geschweige denn jetzt sagen kann, wir eröffnen im November oder wann auch immer. Es ist aber die häufigst gestellte Frage, deswegen möchte ich zumindest mal einmal kurz eine Gefühlsäußerung dazu geben. Wir wissen nicht, wann wir eröffnen. Am liebsten würde ich immer sagen, wir öffnen dann, wenn wir fertig sind. Am besten, wenn wir fertig sind und einen Monat danach Dauerbetrieb gemacht haben und wissen, dass alles funktioniert, weil danach wirklich ja nur noch nachts Korrekturen gemacht werden können und das ganze Team wahrscheinlich sehr belasten würde. Wenn man mich jetzt fragen würde, Hand aufs Herz, wann eröffnet ihr diese Anlage, dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber wir hoffen es. Sicher wissen wir, dass wir es bis Ende November nicht schaffen. Das heißt frühestens im Dezember, aber wir denken momentan eher im neuen Jahr. Wir arbeiten dran, wir geben Gas, wir versuchen alles dafür hinzukriegen, dass wir es noch dieses Jahr schaffen, aber wir können es leider nicht genau prognostizieren. Zu Fakten, also sprich Sachen, wo wir auch wissen, wie es ist. Wir können testen momentan. Wir können zwar nicht viel testen, weil der Modellbau momentan hier so ein bisschen das Geschehen beherrscht, aber wir haben 7 Flugzeuge, mit denen wir wunderbare Tests machen können und die auch wirklich schon gut aussehen. Als erstes fängt das damit immer an, dass wir ein Flugzeug, was neu gekommen ist, programmieren müssen und das mache ich als erstes. Mit das Schönste hier am Bau des Flughafens ist immer die Inbetriebnahme von neuen Flugzeugen, wie zum Beispiel hier von dem schönen Lufthansa A321 im Retro-Design. Als erstes muss das Flugzeug seine neue Software kriegen. Im Flugzeug ist ein kleiner Prozessor, der sämtliche Steuerung übernimmt und diese Software wird als erstes aktualisiert. Das starte ich jetzt mal. Dass die Sendung der Daten läuft, sieht man an dem Bugrad vorne, an dem Taxi-Light, was so blinkt. Und in diesem Moment kriegt das Flugzeug die neue Software. Wenn es damit fertig ist, müsste es in den Reset gehen und alle Beleuchtung anmachen. Wunderbar. So, der erste Schritt ist Testen der Beleuchtung und Programmierung der Beleuchtung. Dazu rufe ich jetzt alle verschiedenen Ausgänge einmal auf, wie zum Beispiel angefangen mit dem Taxi Light. Es funktioniert. Jetzt kommt der nächste wichtige Schritt. Wie sieht es aus beim Ausgehen? Es geht einfach aus. Das ist unsere Grundeinstellung. Das stimmt aber nicht bei einem Flugzeug, weil die Lampen vorne im Taxi Light so hell sind, dass sie nicht sofort einfach ausgehen. Das programmiere ich mal kurz um. So, jetzt kommt der Test, ob es funktioniert hat. Taxi Light ein und jawohl, jetzt glimmt es aus, wie in echt auch, die helle Lampe glüht langsam zu Ende. Das realisieren wir im Flugzeug über eine PWM-Steuerung, das heißt der Prozessor weiß 50 Millisekunden ausdimmen zum Beispiel und fährt dann die Frequenz der sogenannten PWM-Regelung langsam runter und dann sieht es so glimmend aus. So, zwischenzeitlich sind alle Ausgänge programmiert und jetzt kommt der Abschlusstest. Taxi Light geht, die Strobes sind die Blitzer außen und hinten. Beacon auf dem Dach, der rote Blitzer, funktioniert. Das Landelicht vorne in den Flügeln geht. Innenbeleuchtung in 2 Stufen. Startphase ist sie ganz schwach gedimmt, sieht man jetzt sehr schlecht, aber sie geht. Am Terminal ist sie hell, geht auch. Dann die Positionslichter an den Flügeln, rot und grün und von hinten weiß. Die Taxiway Exit Lights, wenn man um die Kurve fährt. Das Logolicht hinten, natürlich ganz wichtig, damit das Logo zu sehen ist. Und der hat noch eine Cockpit-Beleuchtung. Funktioniert auch. Somit kann es losgehen. So, der letzte Teil der Konfiguration ist, Fahrstufen einzugeben. Das heißt, festzustellen, wo ist das Flugzeug am schnellsten und was ist die langsamst mögliche Geschwindigkeit, bevor das Getriebe hakt. Also versuche ich mal langsam zu fahren. Das ist noch zu schnell. Das sieht schon besser aus. So, das nehme ich als die langsamste Geschwindigkeit. Den Rest rechnet der Prozessor im Flugzeug jetzt selbst auf die verschiedenen Geschwindigkeiten um und damit kann es losgehen.
Also der ist jetzt noch ein bisschen zu schnell unterwegs, das werde ich gleich noch mal ändern. Er biegt jetzt auf die Startbahn ein. Da die Anlage neu gestartet ist, wird im ersten Durchlauf immer sehr große Sicherheitszeiten eingehalten. Normalerweise wäre er gleich durchgefahren. Der Schlitten, der das Flugzeug gleich beschleunigen wird, ist auch schon in der Nähe angekommen. Jetzt biegt es langsam auf die Startbahn ein. Wird jetzt anhalten. Jetzt dauert es wieder einen kleinen Moment, weil wir, wie gesagt, gerade sehr hohe Sicherheitszeiten einhalten. Und jetzt kommt gleich der Zeitpunkt, wo das unterirdische Startkatapult das Flugzeug suchen muss. Ich hoffe auch finden wird. Das passiert und damit kommt der Start. Die Startparameter für das Flugzeug habe ich schon eingegeben. Ich hoffe, dass sie einigermaßen passen. Okay, erfahrene Piloten würden sagen, es war kurz vorm Tailstrike. Das sollte ich vielleicht noch mal ändern. So, zur Tarnung werde ich in einem der nächsten Tagebücher irgendwann mal was erzählen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, die ich dann mal vorstellen werde. Jetzt passiert das Ganze noch ohne Tarnung. Das Flugzeug fährt auf den Lift. Sobald es dort angekommen ist, auch hier haben wir eine ziemlich große Sicherheitszeit einprogrammiert, geht es bergab in die Katakomben. Das ist für mich der Zeitpunkt, dass ich mal das nächste Flugzeug ins Spiel bringen kann. Die MD-11 UPS. So, ich bringe jetzt erstmal alle Flugzeuge ins Spiel. Ich mache das jeden Morgen immer so, wenn ich teste. Erstmal alle aufstellen, in eine Reihe stellen, nacheinander einzeln starten, weil es sonst zu stressig wird. Und erst wenn so die kleinen morgendlichen Kinderkrankheiten eingepegelt sind, gebe ich frei, dass alle 7 fliegen dürfen. Da wir als erstes eine Runde drehen wollen, gebe ich jetzt mal im Schattenflughafen die historische Lufthansa-Maschine frei, dass die einmal erstmal noch mal eine Landung macht. So, das heißt, die Lufthansa-Retro-Maschine ist gerade im Schattenflughafen auf den Lift gefahren und kommt jetzt gleich hoch. Da kommt sie. Kriegt auch als erstes sofort bevorzugte Landefreigabe. Fährt also auf die Position, wo sie wieder gesucht werden soll dann. So, wenn die Maschine gefunden wurde, wird sie aufgespießt, hochgehoben, ein Stück zurückgefahren, damit sie sozusagen mehr Anlauf bekommt. Und dann geht's los. Abfahrt. Da sieht man auch wieder das Wackeln. Das heißt, wir haben unser Schlitzschließerproblem mit dem wackelnden Schlitzschließern noch nicht ganz im Griff. Gerade bei den größeren wird man gleich sehen, dass es noch gehörig wackelt beim Landen. Das ist natürlich nicht so gewollt und werden wir auch noch in den Griff kriegen.